Hallo, mein Name ist Alexander Germann. Ich habe Medizin an der FAU studiert und bin nun Assistenzarzt in der Abteilung für molekulare Neurologie an der Uniklinik Erlangen. Als Schüler habe ich viel Mathematik betrieben, viel programmiert, Android-Apps, war da sicherlich auch fanatisch. Und dann habe ich nach dem Abitur Pflegepraktikum gemacht, hier im internistischen Zentrum. Da habe ich gemerkt, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Das bringt auch eine andere Seite in mir noch zum Klingen. Da hat man Kontakt mit ganz verschiedenen Menschen, auch in Ausnahmesituationen. Arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Professionen auch zusammen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, erstmal Medizin zu studieren. Und das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Das Studium, das war schon eine tolle Zeit. Erlangen bietet viel für die Lebensqualität, hat kurze Wege, viele Kneipen, ein reiches kulturelles Leben. Die FAU-Institute sind auch eingebettet in die Innenstadt, vor allem von der Uniklinik. Das ist auch etwas, was ich sehr zu schätzen weiß, wenn ich aus der Klinik komme, von normalem Leben umgeben zu sein. Ja, letztendlich ist das MRT ein Fotoapparat für das Innere des Körpers. Damit kann man fast risikofrei Bilder erstellen, Schnittbilder zum Beispiel vom Gehirn. Die Besonderheit ist nun, dass man nicht nur 3 Farbkanäle hat, wie wir beim menschlichen Sehen, sondern viele hundert. Wenn man nun als Mensch so ein einzelnes Bild anguckt, dann sieht man immer die Formen. Meine Entdeckung ist nun, dass man auch noch eine weitere Herangehensweise wählen kann, dergestalt, dass man nicht die Bildinformationen berücksichtigt, sondern nur die Magnetresonanzeigenschaften des Gewebes. Sozusagen an jeder Stelle des Gewebes schauen wir, welche Farbe hat das in allen 400 verschiedenen Arten von Foto, die wir machen können. Daraus kann man dann zum Beispiel auf die Gewebeart schließen. Man kann aus diesen Magnetresonanzeigenschaften auf sehr feine biologische Unterschiede, zum Beispiel zwischen den verschiedenen Hirnrindenarealen schließen oder Kerngebieten. Man kann auch sehr kleine Kerngebiete, zum Beispiel in der Substantia nigra, identifizieren. Man kann auch das Alter der Probanden in den MR-Eigenschaften einzelner Bildelemente sehen. Und die Vision ist es natürlich, dieses Verfahren auf Patienten zu verallgemeinern, um dort auch nochmal dem Radiologen oder dem Bilderkennungsalgorithmus gewinnbringende Zusatzinformationen zu liefern zu den einzelnen Bildelementen. Als ich hier als Neuling saß und von Angelika Mennecke in die Bedienung des MRT-Geräts eingeführt wurde, da hätte ich mir nie träumen lassen können, dass ich mal ein Interview hier über meine Arbeit führe, dass die FAU mich als Innovator auszeichnen möchte. Bin ich schon stolz drauf. Andererseits ist das auch Glück.